5700 Liter mit einer einzigen Akkuladung, mit der neuen Akkutransferpumpe von Bosch. Geht das oder geht das nicht? Wir haben nachgemessen. Denn 5700 Litern entspricht etwa 40 vollen Badewannen. Also, dass du losgehen kannst zum Baden mit 150 Litern. Das ist doch der pure Wahnsinn. Und deswegen haben wir uns die neue Transferpumpe von Bosch mal ganz genau angeguckt. Wir haben hier die GTP 18V28. Ein relativ kleines, kompaktes Gerät und das schauen wir uns heute mal an. Ich muss sagen, ich war wirklich fasziniert von der Idee dieser Maschine. Ein kleines, kompaktes Gerät, Akku rein und dann ohne Ende Wasser pumpen. Aber ich wollte wissen, wie viel Wasser ist es denn wirklich? Und deswegen habe ich für dich genau nachgemessen. Und am Ende dieses Videos weißt du ganz genau, wie viel du mit deinem Akku schaffst. Also egal, welche Akkugröße du hast, weißt du dann ganz genau, welche Menge an Wasser du mit einer einzigen Akkuladung transferieren kannst. Finde ich sehr, sehr relevant und auch in welcher Zeit das Ganze passiert. Aber lass uns erstmal das Gerät anschauen. Und wir haben wirklich gemessen, wie weit kommst du auch mit dem größten und dem kleinsten Akku. Kommen wir gleich zu. Aber erstmal zum Gerät. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Erst einmal, wir haben hier ein 18 Volt Gerät. Können wir übrigens wunderschön greifen, ja, können wir so hin und her tragen. Auch wenn wir es hier mal umsetzen müssen mit Schlauch dran, ist das ziemlich gut zu handhaben. Wir haben hier ein Gerät mit 2 Kilo ohne Akku, ganz wichtig. Wir können es hier oben greifen, wir können es aber auch hier anhängen. Das ist ein bisschen fummelig immer abzumachen, können Sie aber an dem Haken auch irgendwo hinhängen. Ja? Das ist gar kein Problem, funktioniert wunderbar, ist hier unten dran. Hier haben wir schöne Füße, die ja nicht nochmal, nicht nochmal gummiert sind, aber ist glaube ich auch nicht nötig. Dann hinstellen und fertig. Wobei, so ein bisschen Vibration, also eine Pumpe ja schon. Vielleicht hätte man Gummifüße dran machen können, aber es ist ja was kaputt gehen kann. Egal. So, wenn wir jetzt hier uns die Pumpe anschauen, haben wir hier das Akkufach, ziemlich groß, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und haben hier oben drauf, hier an der Stelle das Bedienfeld. Wenn wir uns das anschauen, ist es auch möglichst einfach gehalten. Wir haben hier einfach die Möglichkeit an-aus an der Stelle, haben dann hier jetzt die Möglichkeit, einen Timer einzustellen. Das heißt, es ist 10 oder 15 Minuten einfach pumpt. Das heißt, du sagst hier Timer an und dann pumpt sie genau 5 Minuten, dann stellt sie sich ab. Wie viel sie schafft in 5 Minuten, wirst du gleich sehen, weil ich habe das alles ausgerechnet und genau, da kommen wir gleich zu. Ja? Dann haben wir hier oben drüber den Strich, kennen wir ja von Bosch momentan, dass wir hier oben sehen, wie voll ist der Akku dann eigentlich. Er zeigt aber nur an grün, gelb oder rot, sodass wir wissen, naja, jetzt kann er noch pumpen bei Gelb, bald ist alle, rot ist halt Ende. Dann haben wir hier die Möglichkeit, zwischen Eco und dem normalen Modus umzuschalten. Der normale Modus ist einfach schneller, verbraucht aber mehr Energie. Der Eco-Modus ist langsamer, verbraucht weniger Energie, schafft aber dann über die Zeit mehr. Schauen wir uns gleich auch bei den Testergebnissen an. So, jetzt kommen wir aber nach vorne. Wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir hier ja, das kleine Förderrad, würde ich jetzt mal so sagen. Da können wir auch schön reingucken und hier haben wir die beiden Anschlüsse. Was ich schön finde, wir sehen hier auf dem Griff wunderbar, wohin gepumpt wird. Also hier Einlass, Auslass. Schöne Sache. Der Anschluss, den wir haben, ist 3/4 Zoll. Und was ich wirklich cool finde, ist Folgendes. Wenn wir uns jetzt das hier vorne anschauen, können wir mit den 4 Schrauben das wunderbar öffnen. Das heißt, wir können uns das hier hinstellen, können jetzt hier unseren Schraubendreher nehmen, das ist hier Torx, können das aufmachen, wenn wir irgendwelche Verschmutzung haben, einfach ab, Verschmutzung lösen, wieder ran. Gar kein Thema. Es kann ja zum Beispiel mal sein, dass wir ein Blatt eingesaugt haben oder irgendwelche Verschmutzungen haben, irgendwas, was wir hier rausholen wollen. Das geht wirklich schnell und ist sehr einfach gemacht. Aber ganz, ganz wichtig, die Pumpe ist nicht dafür gedacht, Dreckwasser anzusaugen. Das erkennt man ja auch daher. Hier ist auch wirklich nichts davor. Hier ist kein Filter, kein gar nichts, weil du brauchst es einfach nicht, weil du sollst damit bitte klares Wasser ansaugen. Sollte mal irgendwo ein Blatt drin sein, davon wird sie nicht sofort kaputt gehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das irgendwie in Schlamm hältst und das hier durchjagst, dafür ist sie wirklich nicht da. Und auch ganz wichtig, sie ist nicht dafür da, um zum Beispiel sowas wie Diesel zu pumpen. Das macht sie auch nicht und dafür ist sie zumindest nicht zertifiziert oder nicht ausgelegt. Wenn wir uns das anschauen, apropos ausgelegt, aus welcher Höhe oder welche Tiefe kann sie ansaugen, das sind 5 Meter. Sie kann aber auch 20 Meter nach oben pumpen, was ich schon enorm finde. Das heißt, wenn du im Meergeschoss unterwegs bist, kannst du auch wirklich mal im 3. oder 4. Stockwerk oben dir Wasser besorgen mit dieser Pumpe. Lass uns aber auf das Thema Akku eingehen, weil Akku ist ja das Thema bei dieser Pumpe. Wir haben hier hinten unser Akkufach. Wir haben hier eine Dichtung, so eine kleine Dichtung, die das Ganze hier schützt. Wichtig ist, die IP-Zertifizierung blende ich dir hier mal ein. Das ist aber nicht dafür da, um in den Behälter reingelassen zu werden. Es gibt ja auch Tauchpumpen. Das hier ist keine Tauchpumpe. Sie steht
neben dem Behälter, im Zweifel auf dem Behälter, wenn sie nicht reinrutschen kann. Ihr wisst, was ich meine, und kann dann entsprechend pumpen. So, wenn wir uns jetzt das Akkufach anschauen, das ist auch schon amtlich groß, da passt einiges rein, können wir natürlich ohne Probleme zum Beispiel so einen 4 Ampere Akku hier reinstecken. Ja, sieht ein bisschen verloren aus. Wir können aber jetzt bis zum 15 Ampere Expert hier auch ran tun. Ja, auch das funktioniert. Genauso ist es natürlich mit dem 12er. Ich möchte dir hier aber mal eine Sache genau an diesem Beispiel mal zeigen zum Thema Akkus und die neuen Expert-Akkus. Das ist übrigens ein Riesenthema, habe ich das Gefühl. Es gibt jetzt ja ganz neue Akkus von Bosch, und zwar die Expert-Serie. Bei den Expert-Akkus ist es so, dass sie wirklich rückwärtskompatibel sind zu den ganz normalen Bosch 18 Volt Geräten und 18 Volt Akkus. Ja, das heißt, wir können auch wirklich Geräte, die 10 Jahre alt sind, mit diesem Akku betreiben. Das ist gar kein Thema. Genauso wie wir diese Geräte betreiben können, zum Beispiel mit einem Procore oder Procore Plus. Auch das würde ja funktionieren. Das heißt also, wir haben hier einfach nur leistungsfähige Akkus, aber kein neues Einstecksystem. Aber die sind ja ein bisschen anders designt. Wir haben ja früher immer dasselbe Design gehabt, dass wir hier so einen Knopf hatten, ja, wie den hier, und dann den Akku irgendwie entfernen mussten, ja, oder rausgenommen haben. Und da gab es ja eine signifikante Änderung über die Zeit, die hat sich so evolutioniert oder durchevolutioniert. Wenn wir uns diesen Akku jetzt mal angucken, ist es so, ich muss jetzt hier drauf drücken, dann ist dieser kleine Nupsi hier, der sich runtergeht, und dann können wir das rausnehmen. Ja. Wenn wir es jetzt hier reintun, sehen wir das auch ganz schön. Wir müssen hier nach unten drücken. Zum Beispiel, wenn ich es falsch mache, ich greife hier drauf und dann muss ich an der Seite greifen und dann geht es nach oben. Was natürlich auch geht, ich greife hier rein nach unten, ja, und dann kann ich es nach oben ziehen. Das geht wunderbar. Bei den, zum Beispiel bei dem 4 Ampere Procore, ein bisschen älterer, ist es auch so. Ich habe hier unten keine Riffelung. Das ist genauso gelöst. Auch hier rein und dann entsprechend raus. Jetzt ist aber interessant. Irgendwann später gab es dann hier bei Procore und Procore Plus diese kleine Vertiefung an der Stelle. Hier an der Stelle. Wenn wir uns das aber anschauen, haben wir hier den Knopf. Und die Vertiefung ist hier unten, ja, hier an der Stelle. Wenn ich jetzt den Akku hier reinstecke, dann habe ich jetzt einen großen Vorteil. Ich kann den hier unten greifen und kann jetzt hier draufklicken und den rausziehen. Das ist gerade bei dem Gerät enorm wichtig, weil wie kriege ich jetzt den Akku raus? Ja? Den bekomme ich einfach raus, indem ich hier aber nach unten, ich muss also völlig kontraintuitiv, das Gerät steht hier und ich muss auf das Gerät drücken und dann nach oben ziehen. Und ich mache jetzt kein extra Problem draus, versteht mich nicht falsch, und ich möchte euch zeigen, die neuen Akkus, was sie für einen Vorteil haben. Denn wenn ich jetzt weiter durchgehe, habe ich hier so einen 12 Ampere Procore, mal so als Beispiel, so einen riesen Akku. Der hat auch hier die Vertiefung, der hat hier das Ganze, ich stecke das rein. Jetzt habe ich ja das Problem, ich komme zu der Vertiefung nicht mehr hin. Das heißt, ich muss jetzt nach unten drücken, den Akku greifen, das Gerät festhalten und dann nach oben ziehen. Das ist mit den neuen Akkus nicht mehr so. Die haben nämlich einen riesen Vorteil. Ich drücke hier anders. Ich drücke nicht mehr nach dahin, ja, also hier habe ich es nochmal. Ich drücke nicht in diese Richtung, sondern ich drücke nach unten. Auf die Art und Weise ist es so, und ich habe diese Griffmulde weiter vorne. Ja. Die ist jetzt hier auf der Seite, hier unten, anstatt weiter unten. Dadurch ist es so, dass ich es wunderbar greifen kann und kann das einfach rausnehmen. Ich kann es sogar ohne das Gerät anzufassen. Ja. Das ist viel intuitiver, weil ich drücke jetzt in diese Richtung. Ja, das nur mal als Hinweis. Diese Akkus haben nicht nur den Vorteil, dass sie mehr Energie, also besser und ja, mehr Energie zur selben Zeit zur Verfügung stellen, ohne dass sie überhitzen, sondern sie haben auch ein paar ergonomische Vorteile. Und gerade bei dem Gerät kommt das zum Tragen. So, das nur so nebenbei. Wenn ihr Expert-Fragen habt, schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare, weil bei den Akkus gibt es einige Fragen, die wir gerne beantworten. Jetzt geht es aber um die Pumpe und wir haben gemessen. Wir haben Folgendes gemacht, wir haben einen 8 Ampere-Stunden Akku genommen. Wichtig ist Folgende, das ist kein B2-Brushless-Gerät, das heißt, wir können hier mit jedem normalen Akku arbeiten, zumindest nach unseren Informationen. Und wir haben jetzt hier einen 8 Ampere-Stunden Procore genommen, haben ihn eingesetzt und haben geschaut, wie lange braucht denn das Gerät, um jetzt das Wasser zu transferieren. Wir haben 2 Behälter genommen und haben bei den Behältern so 600 bis 630 Liter, vielleicht auch 650, wir konnten das relativ schwer abmessen, Wasser reingemacht. Wichtig ist für euch, haben wir das nochmal eingefärbt, ja, also nicht, dass ihr euch wundert, warum hat das Wasser eine andere Farbe, weil ich habe ja vorhin gesagt, nur ordentliches, also Brauchwasser, ganz klares Wasser nehmen. Hier haben wir Lebensmittelfarbe mit reingemacht, das ist nicht schädlich für das Gerät, damit ihr es schön sehen könnt, wie das Ganze sich ändert. So, und jetzt haben wir einfach mal geschaut, wie lange dauert es, diese 600, sagen wir etwas über 600 Liter von A nach B zu transferieren, in welchem Modus. Und dann haben wir Folgendes rausbekommen.
Wenn wir jetzt mit unserem Procore-Akku da reingehen, wobei das gar nicht so relevant ist, ist es so, dass wir im normalen Modus haben wir 12 Minuten gebraucht, um diese 600 Liter von A nach B zu transferieren. Das ging richtig cool und ich muss sagen, 12 Minuten ist es schon enorm viel, oder enorm schnell, finde ich zumindest. Wenn wir das im Eco-Modus machen, haben wir so 18,5 bis 19 Minuten etwa gebraucht. Ja? Das heißt also, wir haben deutlich länger gebraucht, aber den Akku geschont. Das heißt, wir kommen dadurch auf ein sehr, sehr hohes Volumen in der Stunde. Bosch gibt das Ganze an mit 2800 Litern in der Stunde, beziehungsweise 1800 im Eco-Modus. Und jetzt sind wir mal anders rangegangen. Wir haben gesagt, naja, okay, wir wissen jetzt so, wir schaffen so 1800 bis fast 3000 Liter in der Stunde, je nachdem welchen Modus. Aber für dich ist doch, glaube ich, relevanter, mit welchem Akku schaffst du es wie weit. Und dann haben wir das Ganze auch nochmal nachgemessen und haben jetzt hier unseren 8 Ampere Akku genommen und haben gesagt, wie weit oder wie lang kann ich denn pumpen, bis der wirklich, wirklich leer ist. Und haben immer wieder von A nach B, von A nach B, von A nach B, von B nach A und wieder zurück gepumpt und das so lang, bis das Ganze leer war. Und dann haben wir Folgendes rausbekommen, der 8 Ampere-Stunden Akku hat bei uns durchgehalten 46 Minuten und 15 Sekunden. Das heißt, mit einem einzigen Akku haben wir durchgehend 46 Minuten lang gepumpt und das waren in Summe 2200 Liter, also das heißt 2,2 Kubikmeter Wasser haben wir mit einer einzigen Akkuladung gepumpt. Unter voller Power, damit wir schnell etwas schaffen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen denselben Akku, das finde ich irre, wenn wir denselben Akku nehmen und sagen, aber Eco-Modus, also das heißt, wir haben Zeit, wir können das in Ruhe machen, ja, dann lief er 95 Minuten und 45 Sekunden. Ist das nicht irre? Das heißt, eine komplette Spielfilmlänge kannst du das Ding hier irgendwo hinstellen und der pumpt die ganze Zeit und dann schafft er sogar 3 Kubikmeter, also über 3000 Liter Wasser. In unserem Fall waren es 3050, weil wie gesagt, wir müssen es ein bisschen schätzen, weil die Skala bei uns war nicht perfekt, aber es schafft rund 3 Kubikmeter Wasser damit. So, und jetzt können wir das Ganze ja umrechnen. Jetzt können wir ja Folgendes sagen, okay, jetzt haben wir unseren 8 Ampere-Stunden und jetzt können wir Folgendes sagen, wenn wir das jetzt umrechnen, schaffen wir also im Normalmodus, also in dem schnellen Modus, schaffen wir 280 Liter pro Amperestunde. Und jetzt weißt du ja ganz genau, welchen Akku du hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel so einen Standard-Akku, nehmen wir hier mal den 4 Ampere Procore nehmen, wenn du zum Beispiel so einen 4 Ampere Procore hast, oder einen 4 Ampere-Stunden Akku, Procore ist gar nicht so wichtig, wenn du einen 4 Ampere-Stunden Akku hast, setzt den ein, dann schaffst du mit dem 4 Ampere-Stunden Akku 1 Kubikmeter Wasser, also 1 bis 1,1 Kubikmeter Wasser. Das ist schon heftig im Normalmodus. Ja? Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, du nimmst sogar den 15 Ampere-Stunden Expert-Akku, also wo 15 Ampere-Stunden drin sind, das kannst du einfach ausrechnen, dann schaffst du sogar 4200 Liter im schnellen Modus. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe ja Zeit, das ist gar kein Problem, ja? Dann kommst du mit diesem Akku auf 5,7 Kubikmeter oder 40 Badewannen. Das ist schon enorm, oder? Und wenn du jetzt sagst, okay, mit dem hier übrigens schaffst du es im Eco-Modus auch auf 1,5 Kubikmeter. Ergo, diejenigen, die sagen, das ist eine Akkupumpe, damit komme ich ja nicht weit, ist meine Frage, wo brauchst du dann mehr als 5,7 Kubikmeter klares Wasser von A nach B? Also da musst du schon einen Swimmingpool haben oder weiß ich nicht, oder ähnliches, um das Ding voll oder leer zu pumpen. Finde ich schon enorm. Ein Hinweis, wie haben wir gemessen, beziehungsweise wie haben wir das gemacht? Wir haben das hier mit einem klassischen Gardena-Anschluss gemacht. Das heißt, wir haben hier wirklich nicht den vollen Durchmesser genommen, sondern wir haben es ja leicht reduziert. Ja, wir sehen ja hier an der Stelle, das Ganze ist ja dann im Verhältnis zu dem hier leicht reduziert, aber wir sind trotzdem auf dieselben Werte gekommen, die Bosch auch angibt. Das fand ich super interessant übrigens. Ja. Und mal für euch, wie simpel das ist. Wir haben hier einfach rechts den Anschluss, ja, wir machen das hier auch mal links den Anschluss, weil das, wenn wir ehrlich sind, ist auch so der Klassiker. Ja. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, Mensch, ich möchte jetzt schnell mal, brauche mal Wasser, um irgendwie, irgendeinen Mörtel anzurühren oder irgendwie, keine Ahnung, was auch immer du möchtest, ein bisschen Estrich, keine Ahnung, dann wird das Klassische sein. Du gehst einfach mit so einem Anschluss ran, hier Pumpe rechts, Pumpe links, pumpst das durch und fertig. Wahrscheinlich wirst du sogar sagen, ich nehme mir nicht 3/4 Zoll Schlauch, sondern wirst den klassischen dünnen Schlauch nehmen, was auch völlig reicht, mit dem man auch natürlich wunderbar umgehen kann. Das ist gar kein Thema. Und ich persönlich muss sagen, zum Preis von 260 € ist das doch ein mega Gerät. Wenn du dich für das Gerät interessierst,
findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich und natürlich auch einen Link zu GoTools. Also schau da gerne mal vorbei. Und ich finde es wirklich für die Qualität, für das, was das Ding kann, 260 €, was sagt ihr denn dazu? Schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich super interessieren. Findet ihr, Preis-Leistung passt oder passt eher nicht? Und ihr schreibt mal, was würdet ihr damit pumpen, beziehungsweise was wäre eure Anwendung? Ja, sagt ihr, Mensch, ich würde damit meinen Pool zweimal voll und leer pumpen oder vielleicht so 2 Pools, die immer hin und her pumpen. Ich weiß es nicht, ja? Oder sagst du einfach, Mensch, auf dem Bau wäre das genau das Gerät, was ich brauche. Denn wenn du kommentierst, bist du beim Gewinnspiel mit dabei. Ja, du kannst ja bei uns in jedem Video auch entsprechend gewinnen. Also einfach mal kommentieren und dann im Zweifel auch wirklich ein Werkzeug gewinnen. Für mich soll es für heute gewesen sein. Ich finde das Ergebnis mit 5700 Liter wirklich krass. Und so lange für euch, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.